Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4 2019. Im heutigen Video geht es um die MyKey-Funktionalität, sprich einen Schlüssel, gewisse Funktionen zuweisen oder auch wegnehmen. Ist sicherlich interessant für zum Beispiel Fahranfänger, falls man das Auto also auch seinem Kind mal geben möchte. Zuallererst steht im Handbuch, was alles nicht möglich ist. Also, nicht konfigurierbare Einstellungen sind zum Beispiel, dass das Audiosystem so lange stumm geschaltet wird, bis der Sicherheitsgurtwarner aus ist, also bis man sich anschnallt. Es gibt einen vorzeitigen Kraftstoffmangelindikator, also er zeigt schon relativ früh an, dass ein Kraftstoffmangel herrscht und man doch tanken soll. Sobald man mit solch einem erstellten Schlüssel das Auto einschaltet, sind automatisch Einparkhilfe, toter Winkel, Überwachungssystem und Querverkehrswarnung eingeschaltet und sie lassen sich auch nicht ausschalten. Pre-Collision Assistant und der Spurhalteassistent sind auch automatisch eingeschaltet, können aber manuell ausgeschaltet werden. Und ganz wichtig, wenn man den MyKey-Schlüssel verwendet, kann während der Fahrt ein neues Ziel oder ein neues Navigationsziel nur über die Spracheingabe eingegeben werden und nicht über den Touchscreen, was wiederum die Sicherheit erhöht. Jetzt mal zum eigentlichen Programmieren des Schlüssels. Beide Schlüssel sind im Auslieferungszustand sogenannte Administrationsschlüssel, sprich alle Funktionen am Auto können ein- und ausgeschaltet werden, soweit es halt möglich ist. Um das zu ändern, muss Folgendes gemacht werden. Man muss den Schlüssel in diese sogenannte Reservestellung hier bringen. Ist auch eine Aussparung. Genau, da positioniert man den Schlüssel, schaltet dann die Zündung ein. Und dieser Schlüssel ist ein sogenannter Administrationsschlüssel, wie schon erwähnt, von Haus aus. Und dem wollen wir jetzt mal ein paar Restriktionen auferlegen. Wir gehen also in die Einstellungen mit dem Autosymbol, gehen dann auf Einstellungen, gehen ganz runter zu MyKey, drücken die OK-Taste, gehen auf MyKey erstellen und drücken ganz lange die OK-Taste. Es wurde ein sogenannter MyKey erstellt. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, einige Einstellungen vorzunehmen. Also nicht stören können wir entweder immer anmachen oder auswählbar. Der Fahrer kann also auswählen, ob er gestört wird, also ob ein Klingeln des Handys ja, durchgegeben wird oder man einfach nicht gestört werden möchte auf dem Sync-System. Die Traktionskontrolle kann auf immer eingeschaltet werden, sprich, dann kann man sie über die Taste nicht mehr manuell ausschalten. Maximale Geschwindigkeit kann man auf Ausstellen oder aber auf 140 Stundenkilometer. Hätte man vielleicht anders lösen können. Eine variable Einstellung hätte mir jetzt persönlich besser gefallen. Dann gibt es Geschwindigkeitswarnung aus und 3 vordefinierte Punkte, 100, 90 und 75 km/h. Lautstärkenbegrenzung kann man ausschalten oder einschalten und dann diesen Schlüssel löschen. Und wenn man soweit fertig ist, einfach zurückgehen. Und wenn ich jetzt auf MyKey gehe und MyKey Info, sehen wir haben einen MyKey erstellt. Das ist derjenige, der da unten rechts jetzt liegt. Und ein Administrationsschlüssel, der sich dann auch im Auto jetzt aktuell noch befindet. Okay, so erstellt man einen Schlüssel, der ein MyKey-Schlüssel ist. So, der MyKey-Schlüssel ist erstellt. Ich bin jetzt im Auto nur mit dem MyKey-Schlüssel, also es ist kein Administrationsschlüssel mehr in Reichweite. Auto wird geöffnet, Tür wird aufgemacht, also die Person steigt ein, ich sitze ja schon drin. Und dann schauen wir uns mal, was angezeigt wird, wenn wir jetzt hier das System starten. MyKey aktiv, vorsichtig fahren, Geschwindigkeit begrenzt auf 140 Stundenkilometer.
Okay. So, und jetzt versuchen wir mal, ob wir mit den MyKey-Einstellungen hier was machen können. Also wir haben jetzt keine Option mehr, hier ein MyKey zu erstellen oder zu löschen. Wir können nur auf die MyKey-Info gehen und sehen einen MyKey-Administrationsschlüssel und die gefahrenen Kilometer. Soweit die Einstellungsmöglichkeiten. Schauen wir uns jetzt mal an, was die Lautstärke angeht und wie laut man das Ganze jetzt drehen kann. Es gab ja eine Limitierung oder ich habe die Limitierung eingeschaltet, auch für die Lautstärke. Von da das unsere Kunst ist und jede Sekunde vor diesem nach unserem Wunsch ist, sind es wir, die ihr hört, seht und fühlt. Bohren Loch in deinen Kopf und dann wird gespült. Dein Herz schlägt. Okay, also bis maximal Lautstärke 14 kann man das Ganze hochdrehen. Gut, das war im Prinzip das Video zu den MyKey-Funktionen bzw. zu den Restriktionen. Ein Löschen des MyKeys ist nur möglich, wenn sich der zweite Administrationsschlüssel in der Nähe befindet. Erst dann erscheint wieder unter MyKey die Funktion, einen zu löschen. Und ganz wichtig, man kann nicht beide Administrationsschlüssel gleichzeitig zu MyKey-Keys machen. Das verhindert das System. Somit ist immer mindestens ein Schlüssel ein Administrationsschlüssel und mit diesem kann man dann wieder die Option hier anzeigen lassen, diesen MyKey zu löschen bzw. zu ändern. Ich hoffe, das Video zu MyKey hat euch soweit gefallen. Ich wünsche euch noch wie immer einen schönen Tag. Über ein kostenloses Abo würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao!